Und heute ist es endlich soweit. Die alte Tränke wird ersetzt. Endlich angekommen, die neue Schwimmertränke, frostefreie Schwimmertränke von Voss Farming. Habe ja schon die ganze Zeit drauf gewartet und jetzt, wie gesagt, ist sie endlich da und die möchte ich euch heute mal genauer vorführen. Hier nochmal meine alte Schwimmertränke, die ich ja umgebaut hatte, ja, damit sie zumindest ein bisschen frostfrei ist. Vom Prinzip her, wie gesagt, auch ganz normale Schwimmertränke. Und dann habe ich hier drunter so ein Heizpad gemacht und das Ganze in Holzkasten eingebaut. Ja, eingebaut. Allerdings waren die Pferde nicht besonders gnädig mit der armen Tränke und haben sie eigentlich komplett zerstört. Und deswegen muss hier unbedingt eine neue her. Natürlich gleich mal den Karton öffnen. Obwohl, ich habe davor schon mal reingelunzt, weil ich so neugierig war. Hier ist sie drin. Und die ist gewaltig, die Tränke. Die ist wirklich richtig gewaltig. Ich bin wirklich fast erschrocken, weil die so riesengroß ist. Wenn man das mal sieht, hier so zum Vergleich. Alte Tränke, neue Tränke. Also die ist fast doppelt so groß, was ich ja super finde. Was natürlich auch einen riesen Vorteil hat, weil natürlich logischerweise mehr Wasser zur Verfügung steht. Ich glaube, stand drin, 6,5 Liter pro Minute können sie aus dieser Tränke trinken. Und hier oben hat es halt schon öfters dann mal angefangen zu zischen. Übrigens habe ich hier jetzt gerade festgestellt, dass sich hier ein Grasbüschel irgendwie festgesetzt hat und hier aus dem Wasser sich sein Wasser holt. Eigentlich sehr praktisch das Ganze. Aber der muss jetzt leider dann weichen. Hier bei der Tränke natürlich alles komplett included. Das heißt also komplett die Heizung mit allem drum und dran hier schon verbaut. Und das gucken wir uns jetzt mal noch ein klein bisschen näher an. Ich finde ja so Innenleben immer extrem spannend. Deshalb natürlich immer mit einem Schraubenzieher bewaffnet, damit man sich das Ganze auch mal anschauen kann, wie es funktioniert. Wie gesagt, das ganze Material richtig fest. Steht auch dabei, bissfest das Ganze und natürlich dann auch vor der Sonne geschützt. So, schreibe ich an die Seite. Und das ist das normale Innenleben. Wenn es aufgeht, ja. Einer Schwimmertränke. Das ist deshalb so. Hier ist der Schwimmer. Und das ist eigentlich wie bei der Toilettenspülung. Das heißt, sobald der Wasserpegel ansteigt, geht dieser Schwimmer nach oben und betätigt das Ventil, damit es dann geschlossen wird. Das Ganze kann man hier genau einstellen, wie viel Wasser im Becken sein soll. Und so das ganze Prinzip. Hier unten Reinigungsöffnung. Finde ich sehr, sehr wichtig. Weil manche Tränken haben sowas nicht. Und ihr wisst ja dann, wie problematisch das ist, mit dem Algenbewuchs das Ganze wieder sauber zu bekommen. So normale Schwimmertränke, eigentlich nichts Besonderes bis jetzt. Aber jetzt kommt natürlich die Heizung. Das sieht man hier schon, dieses Heizkabel. Und ich habe mich hier für eine entschieden, die mit 24 Volt geht. Weil ich bin der Meinung, im Außenbereich muss man nicht unbedingt mit 230 Volt verkehren, weil ist mir einfach zu gefährlich. 24 Volt, da kann auch mal zur Not irgendwas ja angebissen werden, aber es passiert nichts. Also hier sichere Seite. Und hier das Heizkabel, weiß gar nicht, wie lang es ist, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber es ist ziemlich lang, also sehr großzügig das Ganze, das dann von Inneren der Tränke nach außen geht. Und hier kann man das dann als Rohrbekleidung quasi mit ins Rohr reinlegen, damit das Wasser dort natürlich auch nicht friert. Also super durchdacht, wie immer. Und jetzt gucken wir uns mal genau das Innere an. Und da heißt es jetzt erstmal wieder Schrauben. Immer schön schrauben. I've had all I can take. I don't know
Das ist das Geheimnis des Inneren. Das heißt also, hier läuft dieser Heizdraht durch die komplette Unterschale und somit wird hier der Unterbereich komplett gewärmt. Und das reicht dafür aus, dass also hier komplett das Ganze bis minus 15 Grad frostfrei bleibt. Hier ist noch ein Thermostat dran an dieser Stelle hier. Das heißt, der schaltet automatisch bei ungefähr plus 5 Grad schaltet er hier diese Heizspirale ein und bei über 10 Grad, glaube ich, schaltet er wieder aus. Also muss man sich hier auch überhaupt nicht kümmern. Und ich finde es schon enorm, dass da so viel verbaut ist und die Tränke trotz alledem nur um die 100, ich glaube 115 Euro kostet. Also wirklich eine super Sache. Zum Betreiben der Tränke mit Energie, also mit Strom, wird allerdings ein separater Transformator benötigt, weil sie läuft ja mit 24 Volt und nicht eben mit 230 Volt. Und dann bekommt man dann hier so ein Riesenteil, richtig schwer und groß. Also wie gesagt 230 Volt auf eben diese 24 Volt, die hier direkt ins Heizkabel eingespeist werden. Allerdings muss dieser Trafo separat erworben werden und schlägt nochmal mit ungefähr 80 Euro zu Buche. Aber ich denke, man hat ja so lang an den beiden Dingen, dass das absolut okay ist. Oh, jetzt kommt die Sonne raus und ich sehe fast überhaupt nichts mehr. Zum Montieren komme ich heute leider nicht. Ich sehe euch gar nicht mehr. Komme ich heute leider nicht. Das mache ich dann, ja, gucken, vielleicht dann nächste Woche. Und werde natürlich mit der Kamera alles genauestens mitfilmen. Wenn ihr jetzt noch mehr über diese Voss-Farming-Tränke wissen möchtet, schaut gerne mal die Infobox. Da habe ich euch einen Link zu Weidezaun-Info verlinkt. Und wie gesagt, hier noch nähere Infos. Erstmal gucken, ob es richtig rum war. Ja. Ich habe ja auch noch eine Beschwerde erhalten. Und zwar hat sich die Christine beschwert, dass sie schon so lange nicht mehr die Schweinchen gesehen hat. Und das stimmt. Eigentlich habe ich die schon lange nicht mehr gefilmt. Ich mache es jetzt heute noch mal ganz kurz und das nächste Mal verspreche ich dann, dass ich es noch ein bisschen länger zeige. Weil die sind jetzt hier gerade wieder im Schweineparadies. Paul, er steigt sogar auf. Liegt schön in der Sonne. Kommt mal her, Paulchen. Komm mal, die Rosalie. Rosalie ist da hinten. Und bei dem schönen Wetter können die natürlich hier draußen noch alles wunderschön genießen. Ja, läuft jetzt in die falsche Richtung. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt reingehen würde, meinen die natürlich, es wäre schon Feierabend. Und dann rennen sie direkt in den Stall. Ja, die Rosalie. Der Paulchen. Ja, gut. Feine hier, feine Sache hier. So, also zumindest mal kurz eingeblendet. Und wie gesagt, ich mache demnächst mal ein längeres Video. Vielleicht abends beim Füttern, weil das ist so süß. Die Pferde sind mittlerweile auch oben. Ich hatte es mal auf Instagram, hat es ja mal gepostet, dass jetzt alle wieder hier oben am Stall sind. Allerdings war heute so wunderschönes Wetter und ich musste heute auch Heu fahren. Und dann habe ich sie jetzt nochmal runtergelassen. Und da haben sie dann sichtlich doch auch Spaß. Obwohl, Tequila steht schon da, guckt ganz ungläubig. Wann dürfen wir wieder hoch? Wann dürfen wir wieder hoch? Aber wir sind alle hier unten und können auf jeden Fall diesen wunderschönen Tag noch genießen. Und wie ihr euch bestimmt schon denken könnt, ist mein neuer Kooperationspartner Weidezaun Info. Allerdings muss ich dazu sagen, ich werde dafür nicht bezahlt, sondern bekomme wirklich nur die Produkte zum Testen und sie wollen dafür eine ehrliche Meinung. Weil ihr wisst, ich bin nicht käuflich. Aber ihr könnt natürlich gern dort mal vorbeischauen. Alle Informationen dazu hier unten in der Infobox. Wack, wack, wack.
wollte euch Leo nochmal Hallo sagen. Er war auch schon so lange nicht mehr auf dem Video. Du Süßer. Hat eben so geguckt. Zeig mich doch auch mal. Total der Süße. Aber halt immer noch sehr, sehr ängstlich. Und ich glaube, das wird man so direkt auch nicht mehr rausbekommen, weil man ja nicht weiß, was er mal erleben musste, der Arme. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, so ein Süßer. So ein Süßer. Oh, das war's schon wieder, mein kleines, klitzekleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre, wenn ihr hier meinen Kanal abonniert. Und vielleicht alle Leute, die jetzt auch mehr über weidezaun.info wissen möchten, dazu einladen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.